Hi ihr Bastel- und Labwütigen. Heute geht es mal weiter mit dem zweiten Teil vom Hammer. Eigentlich wollte ich im zweiten Teil den Hammer ja schon komplett fertig machen. Leider ist mir ein bisschen die Gesundheit da abhanden gekommen. Ich lag jetzt 3 Tage flach. Deshalb werden wir jetzt im zweiten Teil nur das Ganze ein bisschen hübsch machen und dann für den dritten Teil das Ganze dann pinseln und fertig machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, es interessiert euch trotzdem. Da werde ich noch so ein paar Sachen wieder zeigen. Zwar nicht, wahrscheinlich nichts allzu viel Neues, aber den einen oder anderen interessiert es vielleicht. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir mal wieder los. Ich habe hier noch so ein paar Teile liegen von den ausgeschnittenen Kernsterben. Da werden wir, glaube ich, mal mit loslegen. Mal gucken, ob eins reicht. Ein paar Locheisen habe ich auch noch hier liegen. Für die Nieten. Ein bisschen Dreiermattenreste, ein bisschen Heißkleber und dann gucken wir mal, was wir aus dem Ganzen hier so hinkriegen. Dann gehen wir erstmal wieder hin. Schneiden wir hier, damit wir bei den Metallbeschlägen einen schöneren Abschluss haben. Oder so. Dreiecksform. Runter. Oh, das ist ja praktisch hier mit dem Dings drauf. Kann man dann schön schneiden. Denkt dran, immer aufpassen, dass er nicht so weit zieht. Ich habe danach einen Finger nämlich mit eingeschnitten. Ja, das klappt eigentlich schon gut hier auf dem Ding. Immer gucken, also halbwegs versucht, dass die Dicke gleich bleibt. Klappt bei mir auch nicht immer so gut, aber das ist dann wahrscheinlich wieder mehr Übungssache. So. Mal gucken, wie weit wir mit dem Ganzen hier kommen. Wie ihr merkt, so ein bisschen kratzen habe ich immer noch im Hals. Aber bleibt bei dem komischen Wetter momentan halt auch nicht aus. Haben halt Winter. Da kann man sich schon mal was erkälten. Weiß zwar nicht, wo ich her hatte. Auch keine richtige Erkältung. Das war mir so, weiß nicht, eine Entzündung der Nebenhöhlen oder irgend sowas. Auf jeden Fall war es sehr unangenehm. Heute ist so der erste Tag, wo ich mich wieder in der Lage fühle, hier im Keller Video zu machen. Jetzt 3 Tage quasi mehr oder weniger nichts gemacht, weil es einfach nicht ging. So, dann machen wir erstmal hier so an den Teilen, damit wir hier einen hübscheren Abschluss haben, an den Dingern auch. Das Ganze, das mache ich der Einfachheit halber wieder mit Heißkleber. So, dann haben wir schon mal hier die Metallbeschläge drumherum. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch machen. Hier mache ich nichts drum. Da habe ich nicht so, ich glaube, das wird sonst wieder zu viel. So, mal gucken. Auf jeden Fall kommen noch ein paar Nieten drauf. Jetzt weiß ich nicht, nehmen wir 3er oder 6er Matte. Ich glaube, wir nehmen mal 3er. Dann heben die sich nicht ganz so schlimm ab. Wir probieren einfach mal aus. Mal schauen, wie es aussieht. Ups. Ja, ich würde sagen, wir nehmen 3er Matte. Die Sachen hier, sowas, wenn ihr hier die Löcher rausgemacht habt, die kann man auch immer mal wieder gebrauchen, wenn man so ein bisschen was wie Endzeit macht hier, für so hier so drumrum zu machen. Das sieht auch immer ganz schick aus. Allerdings jetzt nicht bei dem Hammer, aber wie gesagt, das kann man auch immer mal wieder brauchen. Wie ihr seht, das sieht ja nicht mal so schlecht aus, ne?
klebt da drauf, so als Lochblech so was. Kann man halt auch immer mal wieder gebrauchen. Nur so als kleine Info, das Ding tun wir mal auf Seite. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit unseren Nieten hier kommen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier nicht auch noch ein bisschen was drauf mache. Ich glaube, wir machen hier noch einen Ring. Ja. Wie gesagt, diesmal mache ich ein bisschen schlichter. Also prinzipiell hätte ich jetzt, könnte ich auch noch hier so noch so einen Streifen drauf machen. Das ist natürlich auch noch zu überlegen. Weiß noch nicht. Machen wir da noch so einen Streifen drauf. Könnten wir natürlich auch machen, ne? Probieren wir einfach mal aus, wie es aussieht. Schneiden uns hier einfach mal einen Streifen runter. Und dann gucken wir uns das Elend einfach mal an. Obwohl, ich glaube, ich mache direkt schon eine zweite mit. Ich habe mir schon irgendwie so das Gefühl, dass ich das sowieso machen werde. So, dann haben wir hier die Sachen schon mal. Jede Menge Fäden von dem Heißkleber. Aber das ist nicht schlimm, wenn man da mit dem Heißluftföhn drüber geht. Ich mache immer so das Gröbste weg und den Rest kann man dann mit dem Heißluftföhn. Dann ist das mich auch alles weg. Das geht immer ganz gut. So. Sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Das ganze Teil wird wieder ein bisschen robuster. Und vielleicht machen wir hier oben auch noch was drauf. Obwohl, ne, hier machen wir nichts drauf. Der bleibt so. Oben machen wir nichts. Hier, das muss reichen. So. Dann überlege ich mir noch, was wir noch machen könnten. Vielleicht mache ich das Beschlagen hier auch ein bisschen mit dem Lötkolben und hier so ein bisschen rustikaler. Machen wir hier noch so ein paar. Ich glaube, da nehmen wir mal eine frische Klinge für. Für so Scharten und so was machen ist immer besser, wenn er eine frische Klinge nimmt. Hey kid, don't ever let them get. Und da kann ich natürlich auch noch eine Lederplatte draufsetzen. Aber das lasse ich mal weg. Bei der Länge geht das eigentlich auch noch ohne, aber wie gesagt, kann man natürlich auch noch drunter machen. Deshalb mache ich auch immer gerne das untere Teil hier so ein bisschen in Holzoptik. Wenn man dann nämlich das braune Leder noch da unten drauf setzt, dann sieht man das nämlich nicht so extrem. Das ist eigentlich auch nicht schlecht zum Kaschieren dann so ein bisschen. So, jetzt gleich mal gucken, wie weit der Lötkolben ist. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt hier erstmal hier bei dem Teil, die Metallringe noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die hier alle soweit fertig habe. Irgendwie ist das gerade mal wieder ein bisschen am Eskalieren bei mir. Also ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das Ganze jetzt noch ein bisschen rustikaler. Dafür setze ich aber erstmal hier eine Filtermaske auf, so ein bisschen, weil ich mit dem Dremel gleich ein bisschen schleifen werde.
So. Jetzt das Ganze hier noch ein bisschen rustikal. Und zwar hier kommen ja Griffe dran mit Leder, das ist nicht schlimm, aber hier das Ganze, da das hier alles schon sehr rustikal aussieht, werde ich das Holz hier ein bisschen mit dem Dremel noch machen, dass das Loch jetzt rustikaler aussieht. I've been dreaming on in my head like a... Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schon hat man das Ganze ein bisschen rustikal. So. Lassen wir die Maske noch so lange auf. Das ist jetzt erstmal egal. Gehen wir noch mit dem Heißluftföhn rüber. Also bei so einem Fussel bin ich schon auch immer die Maske am Tragen. Das ist doch ein bisschen besser für die Lunge. So. Die Maske. Ja. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen. Das hier, das so ein bisschen grob ist, das finde ich, das passt natürlich dann noch besser mit dem Holz. Wie gesagt, diesmal machen wir das mal ein bisschen grober. Das passt dann auch zum Rest der Optik. Hier unten haben wir auch noch mal gemacht. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich noch eine Lederplatte drauf klebe. Und dann mal schauen. Der Rohling, das wird diesmal wieder was richtig Rustikales. Ein bisschen wieder rustikalere Holzoptiken grob. Ich denke mal, das passt zu dem gedängelten Look besser. Ne? Da mal schauen, wie ich das dann lackiere. Beim Kopf werde ich dann auch mal was ausprobieren. Aber das machen wir dann halt im dritten Teil. Eigentlich hatte ich ja noch vor 2 Teile zu machen, aber es wird halt jetzt ein dritter Teil. Deshalb hatte ich mich halt entschlossen, noch so ein bisschen den Hammer noch ein bisschen aufwendiger zu machen. Jetzt ohne Abgüsse, damit ihr mal sehen könnt, dass man so Sachen halt auch aufwendig gestalten kann, ohne dass man groß Abgüsse haben muss oder sonst irgendwas. Wie ihr gesehen habt, mit dem Lötkolben und mit dem mit dem Dremelaufsatz, das ist dann hier so ein Schleifaufsatz. Da geht das auch ganz gut. Das ist halt, man kann auch Waffen aufwendig aussehen lassen, ohne dass man halt groß Abgüsse machen muss. Manche Sachen sehen natürlich doch schon toller aus, weil man nicht so filigran hinkriegt, aber ich denke mal, wenn ich den fertig mache, das wird schon ganz gut aussehen. So, dann schon wieder mal Dankeschön für alle, die bis hierhin schon wieder geguckt haben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst es durchlaufen immer oder die Videos generell nebenbei, das hilft mir ungemein. Wie gesagt, Ziel für dieses Jahr ist, dass wir die Monetarisierung durchkriegen. Je früher, umso besser. Wir sind auf dem guten Weg. Der ein oder andere, der scheint mein Appell schon, ich sag mal, wahrzunehmen und scheint da auch Videos laufen zu lassen. Also die letzten paar Wochen sind die Stunden schon gut hochgegangen. Allmählich sind wir auf dem guten Kurs. Wenn das Jahr so weiter bleibt, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich dieses Jahr mit der Monetarisierung schaffe. So, dann wie gesagt, sorry, dass das jetzt 3 Teile werden, aber wie gesagt, ich habe 3 Tage, da konnte ich gar keine Videos machen, also das ging nicht. Man hat das ganze Gesicht, die ganze Seite bis in die Ohren hat mir alles, also da war nicht viel, was ich machen konnte. Ja, dann hoffe ich mal, jetzt der zweite Teil inspiriert euch trotzdem ein bisschen und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bleibt dabei und dran, wir sehen uns.